unsere leckeren Eierlikörkuchen vom Blech oder Eierlikörschnitten brauchen wir zwei verschiedene Teige. Zum einen den für die Streusel, zum anderen natürlich den für den Kuchen. Wir fangen an mit den Streuseln und geben dazu die zerlassene Butter in die Schüssel und als nächstes kommt dann gleich noch das Mehl mit hinein. Kann sein, dass wir vom Mehl nachher noch 2-3 Esslöffelchen mehr brauchen. Hängt ein bisschen von der Konsistenz ab, ist nicht immer gleich. Als nächstes geben wir den Zimt dazu und eine ganz kleine Prise Muskatnuss. Passt perfekt für den Geschmack. Braunen Zucker nehmen wir hier noch, also so richtig schönen braunen Zucker. Und jetzt entweder nehmt ihr irgendeinen Rum oder eine Vanillesoße. Ihr könnt auch ein Rumaroma nehmen. Müsst jetzt halt mal gucken, je nachdem was ihr nehmt, habt ihr ein bisschen eine andere Konsistenz. Der Teig sollte relativ fest sein, der dabei rauskommt. Meiner ist hier noch ein bisschen zu flockig, also gebe ich einfach mal noch ein bisschen Mehl dazu. Nehmen wir zum Beispiel nur ein klein wenig Rum, ist er wahrscheinlich schon fester und dann braucht ihr das zusätzliche Mehl nicht. Rühren wir also eben einfach ein und es muss ein richtig schöner, zäher, fast wie Knetgummi-Teig geben. Und ihr seht schon hier, das ist ganz gut gelungen und den stellen wir jetzt kalt. Leute, und das sollte richtig kalt sein. Meiner, das seht ihr auch am Ende, der war nicht lange genug im Kühlschrank. Das schmeckt dann nachher trotzdem bombig, aber ihr braucht deutlich länger zum Verarbeiten. Also hier steht's, Teig kalt stellen, ab in den Kühlschrank, Minimum eine halbe Stunde, besser eine Stunde. Also macht den vielleicht sogar ein bisschen vorher, dann macht ihr gemütlich Mittagspause und dann macht ihr eben den Rest. Kommen wir nun zum Kuchenteig. Da nehmen wir erstmal die Butter, die ist hier nicht zerlassen und die schlagen wir jetzt einfach erstmal schaumig. Also Butter rein in die Schüssel und schön durchmixen, solange bis wir eine schöne schaumige Geschichte haben. Wo die Butter drin ist, geben wir doch gleich auch noch den Zucker dazu, passt ja ganz wunderbar. Und wenn wir den miteinander gut verrührt haben, was hier schon passiert ist, dann gebe ich nach und nach die beiden Eier zu. Also ein Ei, etwas unterrühren, dann das zweite Ei, passt. Messen wir mal den Eierlikör ab. Wir wollen ja einen Eierlikör machen, Eierlikörschnitte. Und hier nehme ich auch noch mein Vanilleextrakt, also dieses Vanillearoma. Wer keins zur Hand hat, nimmt halt zur Not ein Päckchen Vanillezucker, geht auch. Geben wir in den Eierlikör mit rein. Warum? Weil sich das damit viel schöner verrührt und damit gleichmäßiger im Teig verteilt. Wir nehmen das Mehl und mischen das mal mit dem Backpulver. Also einfach hier Backpulver schön drauf und dann mit dem Löffelchen einfach mal ein bisschen verrühren. Ansonsten müsste man das Ganze vielleicht sogar sieben. So funktioniert es aber wirklich bombig. Und jetzt einfach mit einem Esslöffelchen immer so 2-3 Löffelchen vom Mehl rein und wieder einen Schuss vom Eierlikör. Das Ganze machen wir so lange abwechselnd, bis alle Zutaten, also Mehl, Mischung und Eierlikör mit Vanille, komplett in unserer Rührschüssel sind und wir das gut untergerührt haben. Ja, dann ist auch schon fertig und wir geben das Ganze einfach mal auf eine kleine Backform und die habe ich hier unten nur den Boden mit einem Backpapier ausgelegt. Da streichen wir den Teig schön glatt. Dann holen wir unseren Streuselteig, nehmen ihn aus dem Kühlschrank und zerzupfen ihn schön. Ist er weich, müsst ihr mehr zupfen. Ist er relativ kalt, krümelt er richtig schön drüber. Oben schön bedecken. 180 Grad, 40 bis 45 Minuten. Und so schaut es aus, wenn es rauskommt. Leute, ein absoluter Genuss. Und mit diesen dunklen Streuseln, die haben so einen richtig herrlichen Crunch. Und was es noch besser machen kann, ist eigentlich nur noch ein bisschen feiner Zuckerguss. Und dazu nehmen wir einfach mal so eine halbe Tasse Puderzucker, geben einen ganz kleinen Schuss Zitronensaft, das war das, was ich gesucht habe. Zitronensaft mit rein, verrühren das gut und dann seht ihr schon, kann man das hier einfach so schön drüber streuen und man bekommt dabei ein herrliches Ergebnis. Leute, geschmacklich absolut Bombe, probiert das auf jeden Fall mal aus. Lohnt sich wirklich, I promise. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.